So, damit willkommen zurück zu Broken Pieces. Wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen, denn es ist 7:30 und das bedeutet andersrum, dass gleich ab 20 Uhr diese komische Zeit anfängt. Wir waren an der Küste gewesen, an der Antenne, sowie hatten wir auch jetzt diesen Wechsel zwischen Schnee und normalen Sommertemperaturen. Und irgendwie müssten wir da ein Ponton hin und her treiben lassen und das sollten wir das nächste Mal machen, weil ab 20 Uhr ist ja die kritische Zeit. Das heißt, wir gehen rein und werden das nächste Mal dann im Schnee das Ganze vollziehen. Wir müssen ja noch irgendwie auch an diese Schlüssel im Postamt kommen, wo ich noch keine Ahnung habe, wie das ist, weil im Rinnstein meines Erachtens findet man es nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendeine Fähigkeit, die uns irgendwas gibt. So, also, ab ins Bett. Fräulein. So, wieder ein paar neue Tapes. Aber mit der Waffe im Rücken schlafen, das finde ich ohnehin lecker. Oh Gott. So, was haben wir denn hier? Die Nacht hier. Pierre, this is going to sound ridiculous, but I needed to talk to you, so here I am. I know it's not a phone, and you're not on the other side, but I make do with what I have. The evenings are long without you, and I miss our discussions. I'm locked up because of the monsters, so I have to find something to take care of. You'll never believe me, but I've discovered a new passion. Making bullets for my pistol. It has become my comforting little evening ritual. And then I read newspapers or documents that I found. I try by all means to discover information that would allow me to understand what is happening here. When I can't sleep, I sort my tapes and listen to your songs again. This is by far my favorite time of the day. Well, it's already very late, and I have a long day ahead of me tomorrow. I'm going to bed. Sweet dreams. I'm made of these. Since I deactivated the jammer on the keys of St. Exel, the fountains react sort of like portals, allowing me to see the village under the snow, as if I was switching over several months later and rediscovering everything in another season. When I approach Rocky from the fountain, the water gradually begins to light up. If the pebble comes into contact, everything changes immediately. I can literally change the weather in St. Exel on command. I read somewhere that the fountains were built a very long time ago, and that their source is the same groundwater deep under the village. That doesn't explain to me why it does that, but I prefer to warn you. Do you think there would be the same type of rock under the village directly? The only downside to all this is that triggering the storm using the rock doesn't work if it's snowing. And, well, it's super cold too. Ja, wir können unsere Fertigkeit nicht einsetzen. Das ist auch neu. Did I ever tell you about the sea columns? It's the only thing I like about this hell. If you could see them, you would love them too. These are huge columns of water that start from the sea and rise slowly towards the sky, to infinity. They exude a feeling of quiet strength, serene power. They carry with them rocks which gravitate alongside them throughout their ascent. I don't know how to describe it, but I feel almost calm looking at them. Still, I don't think we should be fooled by their placid appearance. Inside, thunder and flashes rage silently, reminding us that they are inhabited by a formidable energy. Moreover, they also emit strange and deaf noises, like an animal cry or a complaint. Anyway, I'm not the only one to be fascinated by this show. Birds and seagulls are attracted to these columns and flock to their base by the hundreds. They fly around for hours, as if waiting for something. I'm always afraid they'll get caught, but
The columns are gentle giants. One thing is certain. I will continue to admire them from the cliff. Okay. Diese Wassersäulen. Damit haben wir jetzt alle angeschaut, mal wieder. Ach nee, ja. When young songs about any lullaby. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal runter und holen uns Munition. Ist jetzt schon irgendwas geändert hier? Ich hoffe nicht. Ist jetzt also wieder der 3. April. Okay, ist wirklich also immer derselbe Tag. Aber wir machen jetzt alles im Schnee. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Okay, ich weiß nicht, ob wir irgendwann zu viel tragen, aber nehmen es erstmal mit. Auch diese Super Saiyajin-Munition nehmen wir erstmal. Also. Wahrscheinlich gab es so einen Brunnen sogar in der Nähe von dem Kai, aber ist jetzt auch egal. Das weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie es mit dem Postamt funktioniert, deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Ich will da ungern irgendwo nachschauen. Vielleicht kriegen wir noch irgendeine Fertigkeit, wodurch wir was machen können. Und eine Axt habe ich gerade auch nicht. Ne. Jetzt wieder Pilze, das ist gut. Okay, die Pilze sind also auch wieder da. Ist eine Axt auch wieder da? Ja, zumindest, also jeder gute Dungeon Crawler wird dann doch irgendwann anfangen, eine Karte zu zeichnen. Wir wissen jetzt schon ein paar Wege, wie die langführen. Auch Doppelwege. Es wäre langsam also wirklich an der Zeit, dass sie das auch mal macht. Nun gut. Also, wir müssen irgendwie dieses Ebbe. Bei Ebbe geht das nur. Aber wie kriegen wir denn Ebbe hin? Wir kriegen ja nur Schnee hin gerade. Oder vielleicht im Winter ist es sowieso anders dort. Im Hafenbereich, gucken wir mal. Können wir hier was rausholen? Nein. Dann haben wir immer noch mit den Möwen irgendwas, dass wir Möwen was verfüttern können. Okay, er sieht deutlich niedriger aus, der Wasserstand. Aber da kommt schon jetzt eine Meldung wie, nee, jetzt geht das nicht, weil müsste Kuchen. It's not working. It must be missing some part. Ja, bestimmt das Zahnrad. Wo ich jetzt aber rankomme, weil jetzt geht die Brücke nach unten, was da vorher nicht der Fall war. So, darf ich zurückgehen hier? Oh, ich kann sogar weit laufen. Uiuiui. Das sind ja komplett neue Sachen, die mir offen stehen. Hier kann ich... You can still see a cog was removed here. Another mission for Elise the Fixer. Aber ich denke, wir brauchen 2, ja? You can still see a cog was removed here. Okay. Another mission for Elise the Fixer. Kork, ich dachte mal, Gier heißt das aber. My path is just behind this gate. I need to get this thing working again. Okay. Wir gehen mal den Weg hier entlang. Ich hoffe, dass wir so ein Zahnrad möglichst schnell auffinden. Damit kommen wir hier hinten hoch. Und haben irgendeine Abkürzung. Eine Abkürzung. Schauen wir mal. Erstmal wieder Pilze. I'm gonna need you. Kann man nicht fragen, sondern einfach nehmen. The tunnel collapsed on itself. U-turn. U-turn. Das heißt, wir sind ja nur hochgegangen wegen dem Pilz. Wegen des Pilzes. Entschuldigung. Ja.
dann ist das halt so. Und zurück. Oh, das wird bestimmt einen Kampf geben. Wir können mal gucken, ob wir irgendwo Krebse entdecken. Eingefroren, aber Krebse zumindest. Wow. It's completely surreal to see this submarine here. Garnelen. Ganz klein dargestellt, aber immerhin. Damit könnten wir also irgendwo Fische anlocken. Fische. Möwen anlocken, weglocken, durchlocken. Anker. Warum auch immer so ein Tisch hier steht. Let's take a walk. Just you and me. Just you and me, genau. I saw this submarine on a board in my basement. It is the French submarine of the Rorqual service, which inspected the ocean floor off St. Exel. It arrived on this beach completely destroyed. Why? Ich kann nicht ins Wasser gehen weiter, gut. Dann können wir aber noch ein bisschen... was tracking something. Did this thing attack it? Dieses Wesen, was wir Something sehen. else could be residing at the bottom of the sea? Another submarine? If ever the washing machine breaks down, I know where Pierre can do my laundry. So, haben wir jetzt noch irgendwas Neues gekriegt? Spion, Möwen, das Rätsel, was? Der Strand. Jemand oder etwas hat das zerstört. Okay, und wir müssen hier immer noch vor den Schlüssel finden, gelangt, Zahnräder platzieren. Genau, es fehlt noch ein Zahnrad. Hier ist aber nur Müll. Hier sind wir an der Gegenseite. Okay. Noch mehr Sachen. Ach, hier steht irgendwas. Shrimp fishing guide. A fisherman must have forgotten that here. Some of these tips could be useful. Ja. Hier, Möwen lieben sie. Die Fallen füllen sich jeden Tag. Jeden Tag, okay. Finden sie in Reusen, die man in der Nähe des Wassers aufstellt. Ja, schön, aber wir wissen ja nicht, was wir damit anfangen können. Wir haben jetzt massenweise Garnelen. Ohne Ahnung, wozu die da sind. Ha. I might need you. Sehr gut. Entriegelte Tür. Und wir gehen wieder zurück, weil da ist noch ein Plan. Oder irgendwas, was da hängt. The keys were built by the Dureau family. Their house can be found at the end of them. To facilitate the management of water from the White Manor, a path leading to it has also been developed. Okay, ist ein Hinweis, dass wir sowieso irgendwann mal ins Weiße Haus müssen und demnach wird auch ein guter Durchgang. So, jetzt sind wir hier. Das war... Genau, da waren wir schon. Alles klar, gut. Dann können wir hier runtergehen. Hier das Zahnrad dran machen. Sehr gut. Wir kommen vorwärts. Ne pas touché? Niemals würde ich da irgendwas anfassen hier. Ich doch nicht. Rayon ne va plus. So. Und jetzt müsste das funktionieren. Oh my god, it's working! Why is it closing? I'm sure it's because of these birds perched on it. Weil die Vögel darauf rumhocken. The gate is closing too quickly. I have to find a way to get rid of these seagulls for a longer time. Deswegen brauchen wir es für die Vögel. Alles klar, das ist also der Grund. Ein Weg, die Vögel freizulassen. Tolles Deutsch. Wir können aber
Hier, Garnelen. Werfen. Okay, wir gehen mal kurz weg. Ich mach mal eine Garnele. Wie viele Vögel sind da weg? Eine. Okay, ich werfe mal. Das sind 3 Vögel, wenn ich es gesehen habe, 3 Stückchen. Also, nee, nicht dort. So. Ach so, aber wenn die da drauf sind, ist das nicht gerade doof. Aber ich setze mich ja nicht mehr auf das geöffnete Tor. Ich hoffe, dass die Entwickler so weit gedacht haben. So, jetzt. Ach so, weil ich verstehe. Wir haben... Oh, warte mal, die verschwinden ja wirklich. Wir machen nochmal eine Garnele und einen Pilz. Also ein Pilz, eine Garnele. So. Weil wir sehen eine von diesen Krähen. That's it? All the birds are busy. Stay this way, please. Genau. Schwarze Vögel, Pilz, und weiße Vögel, Garnele. Jetzt haben wir schon viele Garnelen verbraucht. Aber die kann man sich jeden Tag wiederholen. So, wie es genannt wurde. Also, hoffe ich mal. So, jetzt sammle ich das Zeug einfach wieder ein. Und geht durch. Perfekt, Ziel aktualisiert. Alle Wege führen zur Himmelfahrt. Himmelsfahrt. Genau. Ja, perfekt. Bleiben wir mal ganz kurz am Strand. Der typische Weg, um dort zur Kirche zu kommen. Nur bei Ebbe erreichbar. Der arme Priester. HQ-Munition verursacht mehr Schaden, ist aber wertvoll. Ist nicht gerade irgendwie doppelt? Ja, wertvoller, weil mehr Schaden. Wäre es nicht irgendwie anders der Satz besser? Egal. Gut, wir sind jetzt also im Weg zur Kirche. Vielleicht finden wir da ja Sektenartiges endlich, was denn hier diese Bewohner so angebetet haben. Weil dieses Symbol ist ja immer so komisch. Es könnten, wie gesagt, irgendwie so eine, weiß ich nicht, eine Brücke sein. The church is close now. Die Kirche rückt näher. Ich glaube, die rückt nicht näher. Ich glaube, die Übersetzung war gerade ein bisschen... Ja, ich würde gerne den Winter mal beenden, wenn es geht. Apropos, guckt mal an. Was ist das denn? Eine Installation. Tree cycle. Elise, if you don't understand what's in front of you, it probably means you were facing modern art. Also die Frage, dass der die Sekte gemacht hat oder es allgemein so ist. Left, Boisseau's Park. Behind, the beach. Okay, Right, Assumption's Church. dann können wir doch jetzt bestimmt mal den Rückweg uns freimachen. George seems to have a particular skill for turning anything into art. Hier, Reisen nach das Haus dauert 1 Stunde. Ja, aber wenn wir dadurch einen Fluchtweg freimachen, ist mir das vollkommen wert. Irgendwelche Abkürzungen freischalten finde ich immer gut, anstatt dass wir immer den langen Wege gehen müssen. Ich glaube eh nicht, dass wir das in der schnellsten Zeit hier schaffen. Das fände ich eher seltsam. So, wir sind hier. In der Kanalisation. Okay, manchmal ist hier die Kamera danach irgendwas eingestellt. Wilson kommt bald zurück. Also auch hier irgendeine Kassette. Wenn es euch mal langweilig wird, kann ich euch die Musik anmachen.
hier ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Wir gehen mal hier raus. Das ist bei diesen... Moment. Das sind die Wagen. Ha, das ist der Tunnel. Genau. Sehr gut. Haben wir den freigeschaltet. We both knew you couldn't resist me. Und wir haben einen Hebel gefunden. Den brauchen wir später auf jeden Fall. Completely locked. Okay. Das hat sich schon sehr gelohnt. Wir haben also jetzt einen Notfallhebel. Den könnten wir in dieser besonderen Welt nutzen. Könnten wir aber auch jetzt in der Nähe dieser Himmelskirche nehmen. Finde ich sehr gut. Also, das geht auch hier durch. Ich muss mir mal irgendwo einen Plan machen. Ich mal wenigstens ganz grob weiß, wo hier was hinführt. Okay. Wie spät ist es? 14 Uhr. Könnte knapp werden. Okay, was haben wir denn noch Schönes hier? They didn't forget to leave their little gifts everywhere. Okay, erkenne uns an. Residents of Saint-Exil, I observe you, and I see great suffering in you. You are deeply sad, and yet you persist in not wanting to acknowledge it. The situation here has been deteriorating for years, and no one has come up with solutions to your problems. No one wants to face it, but our village is sick at heart. Here and there, some think that a curse has befallen our lands. Well, these people were right. Saint-Exil is not just a village. This place has a soul. If you've lived here long enough, you've definitely felt it shining through its walls, trees, and cobblestones. At least you could feel it. Something has changed, and it has for too long. A dark and silent poison proliferates in the veins formed by our alleys and ends up washing up at the foot of our doors, contaminating us a little more each day. Saint-Exil is not just a village, and its creation is no accident. The ancients never doubted it. Someone, or rather something, greater than us, decided to gather us here a long time ago. He made us build this village and protected our ancestors in exchange for his benevolence. Some of us honor him for that. It is the same entity which today has decided to call you to order and punish you. Unlike you, I never doubted its existence and its great power. It chose me to guide you like a shepherd bathed in the light of his wisdom. Join us so that this nightmare finally ends. From now on, you are aware and cannot go back. If you don't bend to his will, you'll end up paying for it. Only one possible solution is offered to you. Obey! Unterwerfung, ne? Das ist ja eine nette Möglichkeit. Ich habe einen kurzen Plan aufgezeichnet. Ah, guck an, hier kommen wir rein. Was ist das? Irgendeine Art I Museum. don't see much. Let's walk with caution. Das ist der Roboter, wo wir bestimmt die Münzen reintun können. I have a feeling that we can win gifts and they arrive right in this vase. Mhm. Geschenke I können... have a feeling that we can win gifts and they arrive right in this vase. Okay, also das ist wahrscheinlich der Shop, wo wir 2 Münzen schon haben. Was ist da? 1990. Inauguration of George's Museum in the company of St. Exil's mayor. Always up to new challenges, the museum is located to attract people to an isolated part of the village. Facing the power supply issues of St. Exil, George electrically autonomized his museum. Autark gemacht. Hier ist auch nochmal ein Rätsel. Das machen wir gleich. Private Property. Niemals drücken. Tja, ja. George, with the momentary storm, your windmill system went into safety mode and stopped. I wanted to reactivate it, but I couldn't put my hand back on the lever. In the meantime, the museum will remain in the dark. Hier.
Nico, der hungrige Roboter, optional. Die Stromversorgung des Museums wieder einschalten. Let's try to push it now. Wir haben den Hebel. Now the system should be unlocked. Okay. So you're Nico the robot. You don't seem super friendly for something made to amuse kids. Still, he and the museum look shut down for now. Okay. Welcome to one of the original creations from George's workshop. Gut, das ist aber bisher das kleinste Rätsel von allen. Gut, was haben wir denn? Na, wartet mal. Sieht sehr einfach aus, aber ich denke mal, da gibt es irgendeinen kleinen Kniff. Wenn wir hier entlang gehen und das hier hinschieben, haben wir das Problem, dass wir... Ah, ich verstehe, wir müssen uns drehen. Das ist das Problem. For each coin you can get, a prize awaits you near Nico the robot in George's workshop. Ich verstehe. Das ist das Problem hier. Wir müssen ja die silberne Kugel muss ganz vorne sein, sonst komme ich nicht weiter. Aber das geht nicht mehr, weil wir diese Kiste dorthin geschoben haben. Okay. Wie kriegen wir es hin, zu drehen? Ist demnach die Frage. Und offensichtlich gar nicht so einfach. Doch. Nee. Dann ist ja immer die eine Kugel unten. Seht ihr, die untere, der Schwanz hängt jetzt fest. Das heißt, ich muss wieder wechseln. Okay, doch, ich hab's hingekriegt. Look who's smart. So, damit habe ich die dritte Münze. Sehr schön. Gut, wir müssen trotzdem irgendwo den Strom anmachen, aber wir haben zumindest 3 Münzen. So, the wind turbines providing him with power stopped working. I wonder where they are. Ja, wahrscheinlich irgendwie der Nase nach. So, wir speichern trotzdem mal kurz. George's Museum, for the young and less young. Local museum, artisan workshop, exhibition hall, exceptional summer event. Meet No-No the robot and take part in his treasure hunt. So, was gibt's hier noch? E-Mail, die hier. Ah ja. Schöne Sachen. Wir können hier mal schnell das ändern. Weil ich brauche ja bestimmt Sturm, um dann das loslaufen zu lassen. Gut. Wo sind die Stromerzeugungen? Das ist eine gute Frage. Wir können den Kabeln dort folgen, natürlich. Naja gut, wir gehen das mal hoch. Jetzt sind wir schon mal so nah dran. Wurden gerade gefragt, haben wir die Pilze einfach genommen. Haben wir noch was mit der Axt? Ne, wir haben keine Can't Axt. break that with my bare hands. Wozu brauchen wir das, um rüberzukommen? Okay, dann meistens eine Axt genau in der Nähe. Ball hier wurde vor kurzem gegessen. Liegt sogar noch ein Riegel, ein toller Riegel namens irgendwas. Schoko. Diese eigenständige Marke. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Das stimmt. Manchmal braucht man dann
You are Entspannungsblick. on one of the highest points of St. Exel. The Assumption Church was built against the edge of this cliff. This panorama has become an emblematic place for those who like to observe the flora and wildlife of the region. Ja, man sieht da eine schöne Wassersäule. Okay, ich glaube, hier kommt man wahrscheinlich von hinten in die Kirche rein. Wir probieren nochmal ganz schnell. Oh, nicht genug Platz im Inventar. Oh, das wird kritisch langsam. Warum kommen wir von hinten rein? Oh, das sieht nach Kampf aus. I finally got there. St. Exel Church. Kirche ist ja wirklich auch mit Anwesen, Stiftsanwesen, alles mögliche. Und bestimmt gleich mit vielen Kämpfen. Let's Katzen auch find da. what this church has in store for me. Today a reader, tomorrow a leader. Well, they made sure to enjoy today. Was steht da? Die Erforschung, okay. Ich würde trotzdem erstmal gern wissen. So, was haben wir da? Nein. Oh! Ah, okay. I really need to get better at dodging these attacks. Ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Ist da einer genau neben mir stand. Okay, also wenn die hier dran sind, dann sind die auch sofort weg. That's one elaborate sundial. Despite its look, I'm sure people can still use it. But I have a watch. Tu m'avais manqué. So, was haben wir noch? It won't open from this side. Okay, so andersrum rein. Ich will nur dieses Geräusch wieder. This smell of dust and candles. No doubt I'm on the right track. Okay. Dann gehe ich aber gerne nochmal außen lang. Ich will nochmal wissen... Oh Gott, da springt aber die Kamera hoch. Wir gehen nochmal den Weg links rum. Einfach um zu gucken, wo uns der hinführt. Und wir wissen, hier ist noch auf jeden Fall eine Axt. Ich mache gerade wieder mal eine Karte. Hier. Sind wir hier oben? Dann kommen wir wo... Ne, wozu ist der Weg eigentlich da? Wozu ist dieser Weg da? Man könnte dort irgendwie weiter entlang gehen. Aber gerade eben nicht. Okay, also ist es wahrscheinlich was Späteres. Gut, dann würde ich sagen, weil das schaffen wir jetzt nicht mehr. Was uns hier drin in der wunderbaren Kirche erwartet, sehen wir das nächste Mal. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.